Es gibt ein Geräusch, das jeder Autofahrer fürchtet. Ein lauter Knall, dann ein dumpfes Pochen. Das Lenkrad beginnt zu vibrieren, das Auto zieht nach rechts. Reifenplatzer. Früher, in den 90ern oder 2000ern, war das ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Du bist rechts rangefahren, hast den Kofferraum aufgemacht, die Bodenmatte hochgehoben und da war er. Der Ersatzreifen. Dein Retter in der Not. Wagenheber ansetzen, Radmuttern lösen, Reifen wechseln. 20 Minuten schmutzige Hände, aber die Fahrt ging weiter. Aber wenn du das heute bei einem modernen Auto versuchst, erlebst du einen Schock. Du hebst die Matte hoch und da ist nichts. Kein Reifen, keine Felge, kein Wagenheber. Nur eine leere Mulde aus Styropor, vielleicht ein kleiner Kompressor aus Plastik und eine Flasche mit weißer Dichtmilch. Der Ersatzreifen, dieser stille Lebensretter, stirbt aus. Über 1/3 aller Neuwagen verlassen heute das Werk ohne ihn. Und der Grund dafür ist nicht nur technischer Fortschritt. Es ist eine knallharte Kalkulation aus Geiz, Gesetzesdruck und einer Wette gegen deine Sicherheit. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, warum Autohersteller dir das 5. Rad am Wagen gestohlen haben. Wir klären, warum strenge EU-Klimagesetze deinen Kofferraum leerräumen und warum das sogenannte Pannenset bei einem echten Platzer absolut wertloser Müll ist. Wenn du wissen willst, was die Industrie dir verschweigt, dann abonniere jetzt den Kanal. Der erste Grund ist offiziell der Umweltschutz. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, geht es um Strafzahlungen. Autohersteller in der EU und den USA müssen extrem strenge Grenzwerte für den CO2-Ausstoß einhalten. Jedes Gramm zählt. Ein vollwertiges Ersatzrad, dazu der stählerne Wagenheber und das Werkzeug wiegen zusammen schnell 20 bis 25 Kilogramm. Das klingt nach wenig bei einem 2 Tonnen schweren SUV. Aber in der Physik des Flottenverbrauchs ist das gigantisch. Wenn du 25 Kilogramm aus dem Auto wirfst, sinkt der Spritverbrauch minimal. Vielleicht 0,1 Liter. Der CO2-Ausstoß sinkt um wenige Gramm. Für dich an der Tankstelle ist das nicht spürbar. Aber für den Hersteller, der 1 Million Autos verkauft, bedeutet diese winzige Einsparung, dass er Millionen an Strafsteuern spart. Der fehlende Reifen ist also ein Opfer für die Statistik. Er wurde nicht für dich entfernt, sondern für das Papier. Der zweite Grund ist der brutale Kampf um Immobilien im Auto. Schau dir den Unterboden eines modernen Autos an. Früher war da Platz. Da hing der Auspuff und vielleicht die Reserveatmulde. Heute ist dort Krieg. Hybridautos brauchen riesige Lithium-Ionen-Batterien. Dieselautos brauchen Tanks für AdBlue-Harnstoff zur Abgasreinigung. Sportwagen brauchen komplizierte Mehrlenker-Hinterachsen für die Kurvenlage. Und Soundsysteme brauchen Subwoofer. Der Platz unter dem Kofferraum ist zur wertvollsten Fläche im ganzen Fahrzeug geworden. Ein Ersatzreifen ist ein riesiger, toter Gummiklotz, der 99,9% der Zeit nur Luft transportiert und Platz wegnimmt. Ingenieure haben sich entschieden. Die Batterie für den Hybridantrieb ist wichtiger für den Verkauf. Der Tank für die Abgasreinigung ist wichtiger für die Zulassung. Das Reserverad hat den Kampf um den Platz verloren. Es wurde einfach verdrängt. Natürlich sagen die Hersteller, du brauchst keinen Reifen mehr, wir haben bessere Technik. Sie meinen damit Run-Flat-Reifen. Das sind Reifen mit extrem verstärkten Flanken. Normalerweise trägt die Luft das Auto. Bei einem Run-Flat trägt das Gummi selbst. Wenn die Luft raus ist, sackt der Reifen nicht zusammen. Du kannst mit 80 km pro Stunde weiterfahren. Das klingt nach der perfekten Lösung. Aber es gibt einen Haken, den dir der Verkäufer nicht sagt. Run-Flat-Reifen sind schwerer. Sie sind deutlich teurer. Und sie sind unkomfortabel, weil die harte Flanke jede Bodenwelle an deinen Rücken weitergibt. Und das Schlimmste, wenn du einen Run-Flat platt gefahren hast, darfst du ihn oft nicht reparieren. Du musst ihn wegwerfen. Du tauscht also einen 20 € Flicken gegen einen 200 € Neureifen. Aber die meisten Autos haben nicht mal Run-Flats. Sie haben das berüchtigte Tire Mobility Kit. Eine Dose Dichtmittel und ein 12-Volt Kompressor. Das Prinzip: du pumpst flüssigen Klebstoff in den Reifen, der das Loch von innen abdichten soll. In der Theorie genial, in der Praxis oft nutzlos. Dieses Zeug funktioniert nur bei winzigen Löchern in der Lauffläche, wenn du dir einen kleinen Nagel eingefahren hast. Aber wann hast du wirklich eine Panne? Meistens, wenn du einen Bordstein rammst, wenn die Flanke aufgeschlitzt wird oder wenn der Reifen bei hohem Tempo platzt und zerfetzt. In diesem Moment ist das Pannenset Müll. Chemische Dichtmasse kann kein Riesenloch in der Seitenwand flicken. Du stehst also nachts im Regen, schüttelst eine Dose Chemie, die dir nicht helfen kann. Und am Ende passiert das, was früher nie nötig war.
Du musst den Abschleppdienst rufen. Du bist nicht mehr selbstständig. Du bist abhängig. Und dann ist da noch der Grund, über den in Pressemitteilungen geschwiegen wird. Geld. Lass uns rechnen. Ein Stahlreserverad, ein Reifen, ein Wagenheber, der Radschlüssel, die Befestigungsschraube. Im Einkauf für den Hersteller kostet das vielleicht 100 bis 150 Euro pro Auto. Das Pannenset kostet im Einkauf vielleicht 15 Euro. Das ist eine Ersparnis von über 100 Euro pro Fahrzeug. Bei einem Konzern wie VW oder Toyota, die 10 Millionen Autos im Jahr bauen, sind das 1 Milliarde Euro. 1 Milliarde Euro, die direkt in den Gewinn fließt, indem man einfach etwas weglässt. Sie verkaufen es dir als Gewichtsoptimierung. Sie verkaufen es als modernes Design. Aber am Ende ist es oft einfach nur Kostensenkung auf deine Kosten. Der Ersatzreifen ist ein Opfer der modernen Optimierung geworden. Wir haben Autonomie gegen ein bisschen mehr Kofferraumvolumen, bessere Statistikwerte und höhere Konzerngewinne eingetauscht. Das Auto ist nicht mehr die Festung, mit der du dich selbst retten kannst. Es ist ein System, das dich im Ernstfall warten lässt. Mein Tipp: Schau heute noch in deinen Kofferraum. Liegt da noch ein echtes Rad oder nur Styropor? Wenn da nichts ist, überleg dir, ob du dir nicht für 50 Euro ein gebrauchtes Notrad besorgst. Denn nachts auf der Landstraße ist Gummi besser als jeder Abschleppdienst.